Treffpunkt Edersee. Herzlich willkommen zu meinem interaktiven Video. Es betrifft meine Region. In der Nähe des Edersees, einem Ortsteil von Waldeck, bin ich aufgewachsen und seit mehr als 30 Jahren wohne ich am Unterlauf der Eder. Dieses Video ist mit zahlreichen Verknüpfungen zu anderen Websites versehen. Ein paar Ausschnitte habe ich selbst mit meiner Webcam gemacht, beziehungsweise mit meinem Handy. Aber vieles habe ich im Internet gefunden und da möchte ich euch die Interaktionsmöglichkeit mit H5P präsentieren. Das betrifft nicht nur die Verlinkung zu anderen interessanten Stellen, sondern eben auch die Möglichkeit, Wissensquizze einzubauen. Wenn ihr euch als ältere Schüler oder Studenten schon mit Websites auskennt, könnt ihr auch gern meine Interaktion herunterladen. Die Möglichkeit ist unten links gegeben, da steht Reuse. Und dann könnt ihr das nach eigenen Wünschen verändern oder ergänzen. Der Edersee und die umliegenden Orte haben für mich eben eine besondere Bedeutung. Ich bin in Höringhausen, das ist ein Ortsteil von Waldeck, aufgewachsen. Meine Großeltern stammen entweder aus Vöhler oder Waldecker Ortsteilen. Das Startbild meiner persönlichen Website, das erinnert mich an meine Schulzeit. Das Foto ist gegenüber dem Höringhäuser Bahnhof aufgenommen. Einige Jahre nach der Aufnahme dieses Fotos fuhr ich dann selbst mit der Ederbahn von meinem Heimatort nach Korbach zur Schule. Diese Bahn, die fuhr bis 1991. Jetzt sind die Schienen abgebaut und man kann auf der ehemaligen Strecke mit dem Fahrrad entspannt fahren. Die Steigungen, die sind, wie das bei der Bahn üblich ist, maximal 2-3%. Aus diesem Grund verläuft auch die Bahn in der Umgebung meines ehemaligen Heimatortes in einem 170-Grad-Bogen. Deshalb konnte ich auch immer auf allen Netzkarten der Bahn erkennen, wo ich wohne. Nirgends gab es so eine 170-Grad-Schleife wie in Höringhausen. Ein paar Bilder von dem Radweg, die seht ihr hier. Aber wenn ihr da mehr wissen wollt, klickt einfach auf den angebotenen Link. Dann wisst ihr dann alles, was es da im Internet zu sehen gibt. Am Edersee kann man nicht nur Rad fahren, sondern auch wandern. Einer der Ausgangspunkte für Wanderer ist der Wanderparkplatz Striedereiche südlich von Vöhl. Vor 30 Jahren war ich bei der Pflanzung dieser Striedereiche selbst anwesend. Sie galt meinem Schwiegervater, der damals nach 50 Jahren im Forstdienst in den Ruhestand verabschiedet wurde. Sein Chef hat ihn selbst gepflanzt. Mein Schwiegervater lebt immer noch in Vöhl, deshalb fahre ich oft aus dem unteren Edertal entlang der Eder und entlang der nördlichen Ederrandstraße dann nach Vöhl. Gelegentlich mache ich das auch mit dem Fahrrad, dann habe ich auch die Alternative, südlich des Edersees den Radweg zu nutzen. Ich fahre dann entlang des Radweges am Südufer des Edersees bis Asel Süd. Wenn der Wasserstand des Sees es zulässt, dann kann ich da mit der Fähre übersetzen. Wenn es schon später im Sommer ist, dann ist der Edersee weitgehend ausgetrocknet und dort kann man dann über die alte Aseler Brücke über die Eder fahren und kommt dann an das Nordufer des Sees. Im Sommer und Herbst wird der See weitgehend abgelassen. Man braucht das Wasser an der Weser und am Mittellandkanal. Dann kann man die Überreste der 3 untergegangenen Orte sehen. Im Video des Hessischen Rundfunks ist da mehr zu beschrieben. Schicksalsmauer am Edersee. Kürzlich, das heißt genau am 1. Juli, habe ich mit meinen Geschwistern und unseren Partnern eine Schifffahrt auf dem Edersee unternommen. Es ging wieder entlang der Strecke, die ich auch schon als Jugendlicher mit dem Paddelboot zurückgelegt habe. Mit einem Schulfreund sind wir dann mit unseren Mofas dorthin gefahren, das war ja nicht weit. Und wenn es Vollmond war und uns die Laune
Dann sind wir mit dem Faltboot von der Halbinsel Scheid bis zur Sperrmauer und zurückgefahren. Dabei erinnerten wir uns dann auch an die Gespräche, die wir bei den Familienfeiern unserer Kindheit wahrgenommen hatten. Da lebten ja noch Menschen, die vor dem Bau der Mauer da unten im Edertal lebten. So sagten wir immer, die älteste, an die ich mich erinnere, die ist 1888 geboren. Das heißt also 26 Jahre bevor der See geflutet wurde. Und deren Haus, das stand in unserer Nachbarschaft, das war zum Teil mit Balken gebaut, die beim Abriss des Dorfes dann noch mitgenommen und in Höringhausen recycelt wurden beim Neubau eines Hauses. Bei diesen Geburtstagsfeiern gab es dann auch häufig noch Erinnerungen an die Bombardierung der Mauer. Das war 1943. Ich habe da auch ein Video verlinkt, was diese Zeit und die Aufnahmen, authentische Aufnahmen zeigt. Da war das Gespräch, wie konnten das die Engländer schaffen, so präzise eine Rollbombe an der Mauer zu platzieren. Das kann man also auch in dem Video sehen. Das ist hochspannend, vor allen Dingen mit welcher Akribie man das ausgetüftelt hat, wie man solche Sperrmauern dann bombardieren kann. In der Nacht, wo die Edertalsperre bombardiert wurde, wurde auch kurz zuvor die Möhnetalsperre getroffen. All das kann man im Internet nachlesen, wenn man das möchte. Die Links findet ihr ja hier an der passenden Stelle. Für die effektive Informationsaufnahme sind kurze Videos wie das im Hintergrund wichtig. Ich hoffe, dass dir meine persönlichen Erzählungen einen Einblick in unsere Region an der Eder und an dem See in Nordhessen gegeben haben. Wenn du dann weitere Informationen haben möchtest, dann findest du diese auf der Webseite, deren Intro-Video im Hintergrund permanent zu sehen ist. Anstatt wie früher Lernkontrollen in Papierform für den Heimatkundeunterricht auf einem Blatt vorzubereiten, habe ich gezeigt, wie man künstliche Intelligenz nutzen kann. Mein freier Vortrag wurde von der KI analysiert und aufbereitet. Nebenbei ist durch diese Bereitstellung von Text auch möglich, dass jeder, der eine andere Sprache spricht, diesen Text übersetzen kann. Wenn du meinen Vortrag verstanden hast, dann wirst du auch die Quizfragen kurz vor dem Videoende beantworten können. Auch bei deren Formulierung hat mich die KI unterstützt. Denken, urteilen, sprechen und kreativ sein, das bleibt natürlich weiterhin meine Aufgabe. Die KI ist für mich als kreative Schreibhilfe sehr nützlich. Das war damals zu meiner Schulzeit der erste Taschenrechner. Heute ist das natürlich Excel, was mich beim Rechnen unterstützt. Und ChatGPT ist für mich die interessante Schreibhilfe. H5P, das, was ich hier für die Quizfragen einsetze oder für die Interaktivität, das ist für zukünftige Autoren von Bildungsmaterialien sicherlich viel interessanter als irgendwelche Tools, mit denen man PDF-Dateien produzieren kann oder noch schlimmer bedrucktes Papier, wo es gar keine Möglichkeiten gibt zu interagieren, es sei denn, man nimmt den Stift, mit dem man da drin rumschreibt, auch als Interaktionsmöglichkeit. Wenn du ähnliche Materialien erstellen möchtest, dann können wir gerne per Videokonferenz Erfahrungen austauschen. Die Kontaktmöglichkeiten, die findest du im Impressum meiner Webseite. Lasst euch am Treffpunkt Edersee inspirieren und genießt die unvergesslichen Momente. Bis bald und tschüss.